Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Heute präsentiere ich euch die zweite Folge der Serie 100 Kills und diesmal wird es um das Ultimax Maschinengewehr bzw. U-100 Mark V für die Versorgungssoldatenklasse gehen. Nochmal kurz zur Information. 100 Kills ist eine Serie, in der ich jeweils eine Primärwaffe auswähle und beschreibe, was man in der Anfangszeit, nachdem man diese Waffe freigeschaltet hat oder eben wenn man anfängt mit ihr zu spielen, damit anfangen kann. Welche Attachments von denen, die man früh freischaltet, sind nützlich, welche weniger, für welche Einsatzzwecke eignet sich die Waffe und wie kann man sie dafür anpassen. So viel zur Serie an sich, jetzt aber zur U-100 Mark V. Ähnlich wie die AK-12 ist auch die Ultimax eine ziemlich gute Anfangswaffe, da der Umgang mit ihr relativ leicht ist. Sie hat eine sehr niedrige Feuerrate und einen sehr geringen Rückstoß, sodass man mit ihr relativ wenig Rückstoßkompensation betreiben muss und sie dementsprechend auch für Anfänger ganz gut zu managen ist. Im Gegensatz zur AK-12 lässt sie sich allerdings nicht so gut zu einer Allround-Waffe machen, denn mit ihrer extrem niedrigen Feuerrate von 590 Schuss pro Minute kombiniert damit, dass sie als Maschinengewehr ein extrem schlechtes Hipfire hat, ist es im Nahkampf wirklich schwierig und man ist eigentlich immer benachteiligt, es sei denn, man schafft es wirklich, den Gegner komplett zu überraschen und schießt dann ziemlich gut. Umso besser schlägt sich die Ultimax aber auf größere Entfernungen. Das Geheimnis auf Entfernungen über 50 Meter sind extrem kurze Feuerstöße, wirklich nur 2 Kugeln, womit man die Gegner ziemlich schnell niederstrecken und auch häufig überraschen kann, weil sie dann doch nicht damit rechnen, wenn sie einen Support auf diese Entfernung sehen, so schnell zu sterben. Aber das Allerbeste an dieser Waffe ist sicherlich die Performance auf mittlere Entfernungen, wo man auch den Vorteil des großen Magazins nutzen kann. Denn dann hat man auch gegen mehrere Gegner eine gute Chance, kann mit den kurzen Feuerstößen viel Schaden verursachen und muss eben erst nach vergleichsweise langer Zeit nachladen, womit man sogar einen Vorteil gegenüber Sturmgewehren hat. Tatsächlich hat die Ultimax, wenn man stillsteht, auch die gleiche Kugelstreuung wie ein gutes Sturmgewehr, zum Beispiel die AK-12, nämlich 0,2. Und das führt zu einem ganz wichtigen Tipp, denn wenn man mit der Ultimax auf Entfernungen von mehr als ein paar Metern schießt, sollte man auf jeden Fall stillstehen. Durch Bewegung verzehnfacht sich diese Streuung, was ein doppelt so starker negativer Effekt ist, wie ihn beispielsweise die AK-12 hat. Das heißt, wenn man sich wegen feindlichem Feuer oder weil man einen Sniper im Visier hat, genötigt sieht, während man schießt zu strafen, wird man kaum noch etwas treffen. Also ganz wichtig, der Vorteil der tollen Genauigkeit auf große Entfernung, nur wenn man sich nicht bewegt. So viel also zu den allgemeinen Eigenschaften der Waffe. Nun kommen wir zu den Zubehörteilen, die man während der ersten 100 Kills freischaltet. Diese sind der Stubby Grip, das Prisma 3,4-fach Visier, der Laserpointer, der Compensator, das Coyote Rotpunktvisier, das Flashlight, der Ergo Grip, der LS06 Schalldämpfer, das JGM4 4-fach Visier und für 100 Kills der Angled Grip. Wie die anderen Anfangswaffen auch, kommt die Ultimax bereits standardmäßig mit einigen Zubehörteilen. Diese sind das HD33 Holo-Visier, das Zweibein, der Mündungsfeuerdämpfer und der Magnifier. Diese Zubehörteile passen tatsächlich auch ziemlich gut zu der Waffe und ich habe sie relativ wenig variiert. Das HD33-Visier und den Mündungsfeuerdämpfer sowie auch den Magnifier hatte ich während der kompletten ersten 100 Kills an der Waffe montiert, da ich, wie gesagt, fand, dass sie sehr gut zum Charakter der Waffe passen. Die Ultimax schießt zwar genau genug, um auch ein größeres Visier, also vielleicht 3,4-fach oder 4-fach zu montieren, allerdings fand ich die Kombination aus Holo-Visier und Magnifier sehr praktisch. Mit dem miserablen Hipfire dieser Waffe ist es sicherlich nützlich, immer eine Möglichkeit zu haben, mit sehr wenig Zoom richtig zu zielen sozusagen. Also entweder standardmäßig ein kleines Visier, wie zum Beispiel das Holo-Visier, draufzuschrauben und es durch den Magnifier zu ergänzen, oder alternativ ein größeres Visier draufzuschrauben und statt dem Magnifier die abgekippten offene Visierung zu benutzen. Was die im Laufe der Zeit freigeschalteten Attachments betrifft, bin ich bei der Ultimax, wie ihr sehen werdet, allerdings einen anderen Weg gegangen als bei der AK-12.
Die AK-12 wollte ich zu einer möglichst guten Allround-Waffe machen. Bei der Ultimax habe ich mich aber entschieden, wirklich mehr ihre Stärken zu verbessern und nicht zu versuchen, die Schwächen auszugleichen, da das Hipfire und das Feuern bei Bewegung mit dieser Waffe so schlecht sind, dass selbst die geringfügigen Verbesserungen, die man zum Beispiel durch einen Ergo-Grip erreichen könnte, meiner Meinung nach nicht reichen, um den Anbau eines solchen zu rechtfertigen. Eine Verbesserung der Genauigkeit aus der Hüfte oder bei Bewegung um 25% ist bei dieser Waffe immer noch miserabel, sodass es nicht so wirklich viel bringt. Stattdessen habe ich mich entschieden, da ich nicht so gerne irgendwo liege und warte, dass die Gegner zu mir kommen, das Zweibein so bald wie möglich gegen den Stubby Grip auszutauschen, der die Zunahme der Streuung bei automatischem Feuer um 50% reduziert. Das spielt genau in die Stärken dieser Waffe und sorgt dafür, dass man auf mittlere Entfernungen, wo sie ohnehin schon gut ist, noch ein paar Treffer mehr landen kann. Ansonsten habe ich wenige Änderungen vorgenommen. Ich hatte einmal versucht, den Compensator zu benutzen und muss sagen, dass ich damit gar nicht klargekommen bin. Der Gedankengang dahinter war, dass die Waffe einen gleichen Rückstoß horizontal in beide Richtungen hat, was immer relativ problematisch ist, da man nicht weiß, in welche Richtung sie verziehen wird. Wenn man mit der Rückstoßkontrolle überfordert ist, ist das natürlich vorteilhaft, da die Waffe eine gewisse Tendenz hat, auch wieder in Richtung Mitte zu ziehen und einem nicht total abwandert. Allerdings macht es unmöglich, den Rückstoß irgendwie zu kontrollieren, da man nicht vorhersagen kann, in welche Richtung er geht. Der Compensator reduziert diesen horizontalen Rückstoß. Auf jeden Fall konnte ich die Waffe damit überhaupt nicht mehr kontrollieren und hatte, wie ihr hier am Material im Hintergrund seht, deutlich größere Probleme, die Gegner zu treffen. Dementsprechend bin ich dann ziemlich schnell wieder zu dem standardmäßig montierten Mündungsfeuerdämpfer zurückgewechselt. Den Schalldämpfer habe ich zugegebenermaßen nicht ausprobiert, weil ich denke, dass es nicht das richtige Attachment für diese Waffe ist. Natürlich gilt immer, wenn man auf der Minimap nicht auftauchen will, insbesondere wenn man zum Beispiel Squad Deathmatch oder etwas derartiges spielt, ist ein Schalldämpfer natürlich ein absolutes Muss. Ich denke aber, dann sollte man vielleicht eine andere Waffe benutzen. Der einzige Grund, den Schalldämpfer auf die Ultimax zu schrauben, wäre, wenn man einfach noch für keine andere Waffe den Schalldämpfer freigeschaltet hat. Die Ultimax lebt schließlich von ihrer Genauigkeit auf große Entfernung und man kann mit ihr sehr einfach bewegliche Ziele treffen, weil sie eine sehr hohe Kugelgeschwindigkeit hat von 650 Meter pro Sekunde, die, wenn man einen Schalldämpfer aufschraubt, auf 330 Meter pro Sekunde praktisch halbiert wird. Für den Laserpointer gilt es ähnlich wie auch für den Ergo Grip. Es ist ein Attachment, das die Eigenschaften im Nahkampf verbessert durch besseres Hipfire. Allerdings reicht der Bonus meiner Meinung nach für die Ultimax einfach nicht aus. Selbst mit Laserpointer ist das Hipfire noch schlecht, weshalb ich den Magnifier bevorzugt habe, der das Treffen auf größere Entfernungen, was die Stärke dieser Waffe ist, eben noch einfacher macht. Mein Fazit zu dieser Waffe lautet also: Nicht versuchen, sie zu einer Allround-Waffe zu machen, sondern versuchen, ihre Stärken noch weiter zu verbessern, um eine wirklich gute Fernkampfwaffe dabei rauszukriegen. Soviel also zu dieser Folge. In der nächsten Folge wird es um die SCAR-H gehen und auch der MX4 lässt nicht mehr allzu lang auf sich warten. Die Stats, die ich in diesem Video genannt habe, stammen übrigens von Simtic.com. Ich werde diese Seite nochmal verlinken. Die haben Stats zu allen möglichen Waffen, also wenn euch etwas interessiert oder ihr nochmal vergleichen wollt, wie sich die Waffen genau verhalten, könnt ihr das dort tun. Ansonsten hoffe ich, dass die Informationen in diesem Video für euch hilfreich waren und wie üblich, wenn es euch gefallen hat, klickt den Gefällt mir-Button und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt Abonnieren. Bis zum nächsten Mal.